Wenn du auf der Suche nach einem wirklichen Signature Scent bist und dabei nicht vielleicht die größten Gefahren eingehen möchtest, aber dennoch was Besonderes haben möchtest, dann ist dieses Video hier genau das Richtige für dich. Ich bin der Richie, ihr seid hier bei Riot Scents. Hier geht es um außergewöhnliche Düfte, über die vielleicht nicht an jeder Straßenecke gesprochen wird, auch nicht auf YouTube oder auf den anderen Kanälen. Also, ich und noch ein paar andere Leute reden über diese Düfte, aber das ist jetzt hier alles fernab von Hype und von Tralala und Xerjoff und hast du nicht gesehen. Wenn du außergewöhnliche Düfte magst, würde es vielleicht Sinn machen, mir ein Abo dazulassen. Und wenn dir das weitere Video dann später gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft dem Algorithmus und das hilft dann irgendwann auch mir vielleicht, hoffentlich. Egal. So, also das mal soweit vorab. Das ist jetzt hier alles nicht unbedingt gerade günstig, was ich zeige, aber dafür trägt es nicht jeder. Es ist trotzdem sehr, ich würde sagen, die sind alle ziemlich massentauglich. Korrigiere mich gerne in den Kommentaren, wenn du das anders siehst. Wir starten aber einfach mal direkt rein und wir starten mit einem Duft, der total freaky, aber trotzdem total massentauglich ist und total gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch einfach der günstigste hier auf der kompletten Liste und das ist der Atheneum von Yom Studios. Das ist ein Duft, der total schwierig in Worte zu fassen ist. Du musst Lavendel mögen, aber Lavendel kommt hier immer relativ gut an, außer bei meinem Hund. Ich würde sagen, der hat schon so eine leichte Fougère-Note durch das Ruchgras. Also, du hast so 'n Barbershop-Vibe irgendwie mit dabei. Rauchig, kräutrig, lavendelig, irgendwie 'n bisschen süß, aber grün, aromatisch. Damit fällt's da auf, aber nicht negativ. Also, das Ding ist, sehr cool und, besonders und ja, unbedingt mal die Nase dran halten. Da ist ja auch noch so Noten wie Tinte oder so was mit drinne, angeblich zumindest gelistet. Ich bekomme die jetzt nicht krass raus. Aber das Ding ist schon durchaus komplex, kommt aber gut an. Die Sillage ist sehr massentauglich und wenn man 'n bisschen näher kommt, riecht man die Komplexität dieses Duftes sehr, sehr gut. Wir gehen weiter zu einem meiner absoluten, ja, also das ist schon echt 'n Staple bei mir geworden, der Oud von Otop. Ich empfehle den total gerne weiter. Ich greife total oft zu ihm. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Rosmarin und Frischbergluft mit 'ner Holzigkeit, der riecht toll an mir, der hält lange, der ist sehr angenehm. Also, wenn ich 'nen Signature mir wirklich aussuchen würde, so für easy, so für nicht auffallen, gut riechen. Ich trage den, wenn ich zum Arzt gehe, ich trage den im Fitnessstudio, ich trage so, ne? Das ist so dieser Duft. Geil! Also, grün, aromatisch, frisch, holzig, gut angezogen, nicht zu viel, dennoch, ja, durch diese Rosmaringeschichte halt doch irgendwie außergewöhnlich und riecht man nicht an jeder Ecke. Ich finde den absolut genial. 'Nen Duft, der langsam so 'n bisschen in den Hype kommt, gerechterweise, ist der Ambre des Abyss von Houbigant. Wahrscheinlich ist er falsch ausgesprochen. I'm sorry, wie gesagt, kein Französisch. Ich finde, der hat schon so Reflection-Vibes. Der riecht schon gut angezogen, der riecht finanziell erfolgreich, der riecht nach 'nem guten Job, nach schönen Klamotten. Ich habe jetzt jemand anderen gehört über den Duft sprechen und der sagte, das ist so 'n bisschen, als ob Reflection und Naxos 'nen Baby hätten. Ja, Naxos vielleicht gar nicht mal so. Der ist schon süßer als der Reflection, also insofern verstehe ich das schon, aber ja, wenn du den noch nicht kennst, aber so was Office-taugliches, erfolgreich Riechendes haben möchtest, könnte ich dir den hier wirklich mal ans Herz legen, da mal die Nase dran zu halten. Der ist in relativ vielen Parfümerien tatsächlich auch vorhanden. Oder du gehst unten in der Videobeschreibung mal auf den Link und holst das beim lieben Timo Wolfinger. Der hat nämlich einen Onlineshop und verkauft dort nur Paris und Houbigant. Und ja, mit meinem Code passiert nichts, außer dass ich daran vielleicht, glaube ich, Geld verdiene. Aber ja, also ich wollte dir nur hier den Shortcut da mal so einmal kurz aufzeigen, ne? Disclaimer: Alles, was ich sage in meinen Videos, ist meine persönliche Meinung. Hin und wieder kommt es natürlich mal vor, dass ich vielleicht was erwähne, was mir vielleicht nicht so gut gefällt. Wenn du diesen Duft aber als die Parfümeurskunst-Offenbarung von sonst was siehst, dann freut mich das sehr für dich. Das ist aber das Schöne an dem Hobby. Zwei Meinungen können gleichzeitig existieren und sagen nicht, dass der eine falsch liegt und der andere recht hat oder irgendwas, weil Duft ist einfach super subjektiv. Ein anderer Duft, der auch unwahrscheinlich gut ankommt
und dabei doch so simpel ist, ist der Wood Yew von My Bijou. Der ist so cremig, holzig, entspannt. Ich glaube, der hat Mate. Ah ja, guck, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatte der 3 Duftnoten. Mittlerweile sind da ein paar mehr gelistet bei Parfumo. Mate-Tee, Safran, Ingwer, roter Pfeffer. Der ist sehr schön. Ich habe den vielen Leuten auf der Exhaust jetzt mal gezeigt, als wir an dem Stand vorbeigelaufen sind. Und es war halt einfach wirklich jeder begeistert von dem Teil. Der ist nicht super crazy, aber der ist sehr zurückhaltend und sehr schön. Und das macht ja irgendwie so 'n Signature-Duft auch aus. Der schreit ja nicht zu sehr, aber ja, elegant, easy, grade fürs Büro gut tragbar. Schöner, schöner Duft und geht zu jeder Jahreszeit. Mal die Nase dran, wenn ihr die Chance habt. My Bijou, generell coole Brand aus Frankreich. Und der Markeninhaber, der ist total crazy. Alles schwarz-rot, lackierte Fingernägel, Fashion-Ikone, ist irgendwie so 'n Parfümeriedozent. Et absolut geiler Typ, geile Sachen, unbedingt die Nase dran halten, sehr kreativ und besonders. Bei kreativ und besonders, der Agato Fauno hat's mir echt 'n bisschen angetan. Der ist grün, rauchig, herb. Ist 'nen geiler Signature für Leute, die sich 'n bisschen was trauen. Hat durch diese Rauchigkeit noch mal so dieses Augenzwinkern dabei, funktioniert aber ziemlich gut im Business-Kontext auch. Durch die Grüne, durch die Frische, mit so 'nem zitrischen Start, mit aber auch noch Tabak dabei. Und ja, einfach irgendwie bitter und rauchig, vielschichtig, elegant, gut angezogen. Das Teil ist 'ne absolute Wucht. Mag den richtig gerne und, ist auch tatsächlich mir selber bedeutet es ja immer nicht so viel, ist einer der Düfte, für die ich die meisten Komplimente jemals bekommen habe. Also, der ist beim Komplimente-Rating sehr, sehr, sehr weit oben. Gutes Teil, richtig gutes Teil. Agato generell, alle hier mit dieser Kappe hier sind sehr, sehr Signature Scent worthy. Je nachdem, auf was man so steht, aber die sind alle sehr, ja, schon fast Crowd-pleasing gemacht, aber cool. Immer noch mal mit so 'nem Twist mit dabei. 'Ne DNA, die man eigentlich schon relativ gut kennt, ist natürlich der Oud Wood von Tom Ford. So, hier der Reinvented Ode to Psyche ist 'nen limitiertes Release, ich glaube auf 500 Stück. Und der hat halt schon so 'ne gewisse Ähnlichkeit mit dem Tom Ford Oud Wood. Ich sage gewisse Ähnlichkeit, weil's kein Dupe ist, aber spielt halt definitiv ist so der Bruder, der Cousin oder was auch immer. Familienähnlichkeit ist rauszuriechen und natürlich, Oud Wood ist auch halt nicht ohne Grund so beliebt und ein so guter Verkaufsschlager von Tom Ford. Das Ding kann halt schon was. Ähm, ist für Leute, die sich nicht ganz so viel trauen, aber nicht ganz in der Masse untergehen wollen, halt irgendwie 'n cooles Teil. Grade durch die Wacholder-Geschichte hier mit drinne hat er halt noch mal diese andere Frische und das mag ich sehr gerne. Also, das ist 'nen cooler Duft. Den gibt's hier und da mal noch zu schießen. Der ist limitiert, aber sind noch 'n paar Flaschen, glaube ich, vorhanden. Ja, einfach mal gucken, wenn sich das für euch cool anhört. Ich habe mir jetzt aber auch den Carved Oud bestellt. Vielleicht mache ich mal so 'ne Gegenüberstellung der ganzen Tom Ford Oud Wood Geschwister, welcher denn so der Beste ist. Gibt ja so 'n paar, ne, die da in die Richtung gehen. Und der letzte Duft, um den's in diesem Video gehen soll, ist der Ultima Storia von Thomas de Monaco. The Fume Room sagt immer, wie lächerlich der Name ist. Ja, maybe, keine Ahnung. Aber die Düfte, die der macht, sind leider halt einfach wirklich alle gut bis genial. So auch der Ultima Storia. Das ist der neueste, aktuell rausgekommene Duft. Da kommen 3 neue. Aber das ist so quasi der Abschluss dieser Golden Line, glaube ich, wird sie später heißen. In den Noten steht schwarze Zitrone. Wie jetzt schwarze Zitrone riecht, keine Ahnung. Der riecht halt nach Zitrone, aber mit so 'n bisschen mehr Tiefe. Du hast hinten raus noch so 'ne leichte Ledernote, die auf meiner Haut aber wirklich sehr dezent ist und vor allen Dingen hast du so 'ne
Baumwollnote. Also, es riecht sehr cremig, sehr gefällig. Es ist wohl noch irgendwie so 'n bisschen Mandel drinne, also, so 'n ganz, ganz leichten Gourmand-Touch hat der Duft, ist aber nicht zu viel, ist supergeil tragbar, ist besonders, eckt aber nicht an. Wunderschön mit dem Leder, dem Holz, der Zitrusnoten, das geht halt immer. Und dann halt wirklich noch diese Baumwolle mit dabei. Das macht ihn zu was Besonderem, meiner Meinung nach, und zu 'nem Duft, den man mal gerochen haben sollte. Und grade wenn man auf der Suche nach 'nem klassischen Signature-Duft ist, der aber dennoch was Besonderes hat und diesen gewissen Kick, generell Thomas de Monaco mal angucken und den hier ganz besonders, wenn man halt diese zitrische Geschichte mag. Und grade diese Baumwollnote mag ich halt zum Beispiel in dem Duft richtig gerne. Was ist dein außergewöhnlicher Signature-Duft? Schreib's mir gerne in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich total über 'nen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich dir einfach 'ne wunderschöne Zeit.